Okay, das ist creepy shit. Wir gucken uns das Video an. Die Sachen, die wir schon kennen, skippe ich. Die Sachen, oh, das wird creepy as fuck, Digga. Die Videoaufnahmen, die wir schon kennen, skippe ich. Wir gehen rein, Chat. Scary Videos caught on Ring Cameras. Also an Klingelkameras quasi. Überwachungskameras. Let's go, Chat. Wenn ihr Angst kriegt, Codewort Francis. This is a part 3 to the scariest things caught on doorbell cameras. And once again, by the end of the video, you may consider getting one yourself. In this footage that a viewer sent me, a person can Francis, Chat, es geht noch nicht mal los, entspannt euch. be seen crouch walking towards his front door through his doorbell camera. The person was wearing a hat, face mask, and sunglasses, allowing none of his face to be seen. WTF. After trying to open the front door and failing, the person starts to fiddle with the doorbell, noticing it's a video doorbell, so he probably tries to take it off. Danke. Irgendwie nice. What likely happened was that when he realized that he couldn't get the doorbell unmounted without a special screwdriver, he started to hold his hand in front of the camera after ringing the bell. The viewer told me that this happened at 2 in the morning, and so when he heard his doorbell and ring notification go off, he instantly went to his phone to check who was at the door, only to see exactly what you're seeing. Alter, stellt euch mal vor, Chat. Ihr seid zu Hause am Pennen. Eure Klingel klingelt. Ihr guckt auf euer Handy auf die Überwachungskamera und seht einen Typen, der da mit seiner Hand rumfummelt, Digga. Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Übrigens, ganz kurze Real-Life-Geschichte. Ich habe gestern Nacht einen extrem komischen Traum gehabt. Soll ich euch von dem Traum erzählen? Ich habe geträumt, dass ganz viele Menschen meine Wohnung besetzen wollten. Die haben meine Tür aufgebrochen und ich habe dann, da war so ein Spalt offen quasi. Die Tür hing so halb raus und die Hände von den ganz vielen Menschen waren drin. Und ich habe dann meinen Baseballschläger genommen und auf die Türen auf die Hände draufgehauen. Das sind wir, Digga. Denkt ihr, in dem Traum habe ich von euch geträumt, Chat? Denkt ihr, ich habe von euch geträumt? Ey, Junge. Kann sein, ja? Kann sein. Es war irgendwie ein ganz komischer Traum. Das hat sich auch so gezogen. Vor allem, das hat sich so echt angefühlt. Kennt ihr diese Träume? Ihr träumt, ihr schlaft, wacht auf und ihr denkt, ihr wacht auf, seid wach und ihr denkt, das ist immer noch real. Kennt ihr das? Ihr denkt, es ist immer noch real und liegt im Bett und denkt sich, scheiße, jetzt muss ich gleich wieder den Baseballschläger nehmen und die Typen auf die Hände hauen. So war das, Digga, ganz eklig. Das hatte ich als Kind damals sehr oft, Chat. Als Kind damals hatte ich das extrem oft. Ich habe Sachen geträumt, die haben sich so echt angefühlt. Ich bin aufgewacht und ich habe das geglaubt erstmal. Und dann musste ich irgendwie checken, dass es nicht passiert ist wirklich. Und als ich dann gecheckt habe, scheiße, es war nur ein Traum, Bruder, dieser Stein, der vom Herzen fällt. Wir kennen den alle. 3, wer diesen Stein auch schon gefühlt hat. Dieser Stein, der vom Herzen fällt, es ist ein schöner Moment. Es ist zwar eklig, also es ist ein ganz ekliger Moment, aber auch ein geiler Moment, weil du weißt, geil, es war nur ein Traum, Digga. Nice. Boah. Als Kind hatte ich das sehr oft. Habe ich es schon mal erzählt, Chat? Ich habe als Kind, kennt ihr die Geschichte, als ich gegen meine Wand geboxt habe, Chat? 1, wer die kennt, 2, wer die nicht kennt. Als Kind habe ich gegen meine Wand geboxt. Nee, ich habe damals, pass auf, ich war im Kinderzimmer, okay? Mein Kinderzimmer war quasi direkt neben dem Wohnzimmer bei meinen Eltern. Also quasi die Wand hat das Wohnzimmer und das Kinderzimmer getrennt. Ich habe, warum auch immer, im Traum irgendwas geträumt, dass ich mich schlagen muss und bin dann aufgestanden. Also meine Mutter hat es mir so erzählt. Ich bin im Schlaf aufgestanden und habe gegen die Wand geboxt. Und meine Eltern waren im Wohnzimmer, die haben noch einen Film geguckt, öfter. Die waren halt länger wach als ich. Und die haben einen Film geschaut und auf einmal haben die so einen Bumm gehört halt gegen die Wand. Die haben halt so einen Knall, so ein Ballern gehört. Und dann sind die in mein Kinderzimmer gekommen und haben gesehen, dass ich da gegen die Wand boxe. Erklärt mir das mal psychologisch. Warum zum Fick? Ganz, ganz komisch. Geschlafwandelt? Ja, ich bin geschlafwandelt anscheinend. Meine Mutter hat mir auch einmal erzählt, Chat, einmal bin ich geschlafwandelt und wollte die Tür aufmachen. Das heißt, ich wollte rausgehen. Und meine Mutter hat zum Glück die Tür immer abgesperrt. Stellt euch mal vor, ich wäre mit 14 einfach rausgegangen im Schlaf. Weiter geht's im Video.
The man then walks past the doorbell to the side of the house. Mami, By was this ist mit point, Mami? the homeowner was on the phone with 911 reporting the incident. While on the phone with 911, the homeowner heard the doorknob to the side entrance door being fiddled with, and this was a door that he had been known to leave unlocked accidentally from time to time. However, luckily on this night, that wasn't the case. Since the intruder couldn't simply walk in through either door, he started to say hello repeatedly through the door, in an off-putting tone that sounded so overly friendly that it was creepy. The 911 operator told the homeowner not to open the door or to even acknowledge the person. The person would then start to bang on the door for a few Ach du Scheiße. moments until seemingly giving up. The police showed up but couldn't help out much based on the video. Later that night, the homeowner received another notification that there was movement at his front door. When he checked the video feed, he couldn't see anyone. He still has no idea who was under that mask and glasses. Krank, Digga. Francis, ja, ich habe auch gerade ein bisschen Angst gehabt. Das ist crazy, Chat. Warum gucke ich mir auch sowas This immer in der following Nacht an? footage was also captured by a viewer's doorbell camera at their old house, which is still active while he tries to sell it. One morning at around 4:30 a.m., his cameras detected a man running from across the street from his neighbor's home, across his front yard, and up to his front door. The man was naked, with Der war nackt. one of his hands blocking his privates. What the fuck? The footage was caught from two angles. He was arrested a short while later by local police Safe auf Drogen, Chat, oder? and was apparently high on crystal meth. Ja, okay. Alter. Der war auf Crystal. And he had removed his clothing due to a fear of snakes being inside of his clothes. And he was running around the neighborhood Ey, Chat, nehmt keine Drogen, Digga. knocking on doors and ringing doorbells yelling for help. The neighborhood is reportedly pretty quiet. The homeowner never had any sort of issues before this. In his words, he ran up my front yard onto my front porch and rang the doorbell. For the next minute or so, he was ringing the doorbell and knocking while pacing back and forth. He looked panicked, and his expression drifted from someone in pain to a look of pure crazy, and at one Alter. point said he needs help. Ey, aber Crystal Meth ist doch auch eine der schlimmsten Drogen, die es gibt, Chat, oder? Gibt's noch schlimmere Drogen als Crystal Meth? Nicht mehr viel, glaube ich. After that, he ran off back into the night. The guy was picked up by an officer around 5 a.m., not far from his house. Crazy. And this footage is why you always check who's at your door before you open it, especially if you have a doorbell camera. If someone who you don't know shows up to your door late at night, don't open it. Ja, aber wer macht da die Tür auf, Chat? Wer, wenn nachts um 3 jemand bei euch klingelt, macht ihr doch nicht auf, oder? Also bitte sagt mir, dass ihr nicht aufmacht. Bruder, nein, nicht aufmachen. Unfortunately, in this video, that's exactly what this homeowner Wisst ihr, was ich mal gehört habe, eine Geschichte? Weiß nicht, ob die stimmt, hat mir ein Freund erzählt. Ein Freund von mir hat, und die müsste stimmen, weil ich glaube jetzt nicht, dass er Scheiße labert, aber pass auf. Ein Freund von mir hat mir eine Geschichte erzählt von einem Kollegen von sich. Okay? Pass auf. Der Kollege hat ein Haus. Nachts um 1, 2 oder so hat es an seiner Tür geklingelt. Vor seiner Tür stand eine Frau, die gut aussah. Die hat geklingelt. Er macht die Tür auf. Ich weiß nicht, was sie gesagt hat. Hat irgendwas gesagt. Und auf einmal sind von der Seite mehrere maskierte Männer gekommen. Ende von der Geschichte war, die Männer waren von einer bestimmten Gruppierung und haben ihn ausgeraubt. Ich glaube, der hat aber auch Stress mit dieser Gruppierung. Bin mir nicht ganz sicher. Ich kenne ihn noch nicht. Aber, ja, crazy. Deswegen macht auch nicht die Tür auf, wenn eine nice Frau davor steht. Lass die Tür einfach zu. Alter! Kennen wir den schon? This image was posted from the owner of a Ring camera and a Facebook group to caution others. The woman warned in her post to beware a strange man wearing a white mask lurking around the neighborhood after her camera caught him trying to look into her home a little after 10 p.m. one night. Alter. The woman said, "I just want my neighbors to be aware and safe. Please, if possible, share Danke. this post. Screenshots are welcome." Not sure what colors he was wearing, but had a hoodie and Danke. jeans on. The disturbing picture shows the man in the mask looking directly into the camera. Digga, das ist creepy as fuck. This is exactly the type of image that you'd never want or expect to see come up on your doorbell camera footage. But it's also the kind of image that would make you sure as hell grateful that you had one. Neighbors of the woman also reported seeing the man walking around and approached their front doors. Thankfully, no one opened the door to him. Digga, Alter. Wenn ich sowas auf meiner Türkamera sehe,
Und gut, ich hab zum Glück kein Haus, deswegen, wer von euch wohnt in einem Haus? Oh nein. Chat, ich will euch keine Angst machen, entspannt euch, das wird nicht passieren. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich wohne in Amerika, in einem Haus und sehe sowas auf meiner Türkamera. Es gibt nur 2 Möglichkeiten, Chat. Entweder hole ich mir einen Raketenwerfer und eine Javelin oder ich ziehe um. Es gibt nur 2 Optionen. RPG oder wegziehen. Alter. On May 1st, 2020, Oder Pitbulls, ja, safe. Oder einfach so 5 Pitbulls holen. at 9:40 p.m., around the beginning of the COVID lockdown, a 45-year-old dad, Raymond Hawkins, opened the door to who he believed to be a delivery driver dropping off a parcel. Gefährlich. Due to new methods of delivery at the time because of COVID, Auch asozial, Digga. the alleged delivery driver backed away from the front door to supposedly keep his distance and claimed he needed to take a picture of the package at the doorstep, something many delivery drivers must do for more expensive packages. Put on your door and take it because coronavirus. At this time, the father had his guard down due to the fact that he had no idea the man in front of him wasn't a delivery driver, and that he was in fact part of a gang that was about to storm into his house, Alter. all of whom armed with knives. Oh nein. Ja, Digga, Mann, ist das asozial, Alter. Ey, Chat, wisst ihr, was ich nicht verstehe, Digga? Ich denke mir immer, Bruder, es gibt Leute, die wachsen in sehr ekligen Verhältnissen auf. Es gibt Leute, die haben es nicht leicht. Leute, die haben kein Geld, um Essen zu kaufen oder sonst was, Digga. Und Bro, dann mach doch kriminellen Scheiß. Mach doch irgendwas Kriminelles, Digga. Aber raub doch nicht eine Familie aus, Bro. Raub eine Bank aus. Mach ich will jetzt hier keine Anleitung geben für kriminellen Scheiß, Chat. Macht gar nichts. Aber ich mein bloß so. Versuch doch dann wenigstens irgendwas zu machen, wo du jetzt nicht eine Familie traumatisierst, die dir nichts getan hat, Digga. Bro, die armen Kinder, die arme Frau. Das ist ehrlich traurig, Mann. Aber, also, damit sage ich jetzt nicht, macht irgendwas anderes. Seid nicht kriminell, Chat. Das lohnt sich nicht. Aber sowas verstehe ich nicht, Digga, ehrlich. Bro, das tut mir ehrlich leid. He's got Larry. Der hat einen festgehalten. Hat er festgehalten? Christopher Sargent, the fake delivery driver, lunges at Raymond with a knife and attacks him when he goes to pick up the package, while 3 other masked men follow from behind. Muffled cries come from the house, as there's a struggle between Raymond, his wife, and the robbers. The robbers are only in the house for a few moments before being seen fleeing the house with thousands of dollars worth of items. Raymond and his son suffered non-life-threatening injuries, while his sons were described to be worse. 2 of the culprits would be arrested, Anthony Lascelles and Christopher Sargent, who were both charged with aggravated burglary and possession of a knife. The other 2 culprits were never found. One thing that can be learned from a lot of these videos is that some people will go to crazy lengths to trick other people. The major red flag in this case was that the supposed delivery was taking place at 9:40 p.m., which is way past the time any notable delivery company will deliver packages. Usually, Ey, passt da auch bei sowas auf, Chat, wirklich, Mann. Man macht sich da eigentlich keine Gedanken drüber, aber passt auf, wem ihr die Tür aufmacht, ehrlich. the latest being 7 p.m. Krank. Okay, Platz 1 kennen wir auch noch nicht. Der ist, glaube ich, auch das ist das Krankeste, was jetzt gleich kommt. Oh. On April 10th, 2020, That's what this creepy. was the footage taken by the Ring doorbell of a viewer's friend Kayla in a small California town. Kayla was being stalked by her crazy former friend Thomas, who became obsessed with her over time and Okay. Die wird gestalkt. Boah, Digga, schmeckt so geil, Chat. constantly expressed his alleged love for her, despite her telling him numerous times that she didn't feel the same way. The week that this footage was taken, Kayla was bombarded with texts and voicemails from Thomas. And as you can see if you care to pause the video and read some of the texts, it starts with what seems to be Kayla accepting his apology for his behavior. However, as the texts and voicemails just keep coming in, she begins to realize how crazy he may be. What you're about to hear are some audio clips from different voicemails he's left on her phone after she had stopped answering him.
Hey, Kayla. Listen, I want to make sure you're not too worried about what happened at the party last week. I had an amazing time, and I think you're goddamn beautiful. And I'm sorry I got so sick. I wanted to come be with you while you were getting ready, and I was just so totally out of it, and I'm sorry. God, I think I might love you, and I'm sorry, and I'm gonna give you some space, and I want to be there for you, and I can't get you out of my fucking head, and I want to be there for you. God damn it. So fucking god damn it. And all I can do is think of you and want to be with you, and I want to be with you. I want to be your Flynn Rider, and I What the fuck, Digga, das ist creepy as fuck. want to do everything for you. God damn it, babe. You're fucking amazing. You are amazing. You're my knight in shining armor, and I'm so fucking terrified of you, and God, I love you so much. So much. Please call me back. No, I lied. I'm not gonna give you some space. I'm sorry. I'm coming over. I know you're up and thinking about me. I'm sorry. I'm fucking God. I'm not sorry. God, I'm coming over. Fucking, I'm already driving. I've been driving the whole time. God damn it. I'm coming over. Fucking, I'm not gonna give you space. I know you called me back. I saw that. Yep. I know you're up thinking about me. God damn it. Oh, God What damn the it. fuck, I'm Digga? coming over. One way or another, I'm coming over. Fucking whatever, however, whatever. God, I'm coming over. I'll see ya. I'll be there in like 10 minutes or whatever. Whatever. I'm coming over right now. Damn it. I'll see ya. Bye. I love you. Rough road. Oh, it's a rough road. Fuck you, Kayla. I am fucking crazy. God damn it. Fuck you. I'll drive into the field. God damn it. Things like that, huh? Fuck you. Fuck you, Kayla. I am goddamn crazy. I'm crazy for you. God damn it. I'll do it. Bruder, da ist, glaube ich, offensichtlich, dass der eine psychische Erkrankung hat, Digga. Also, der kann nicht gesund sein. Do it. I'll do it for you. I am crazy. Oh, that would be a cop. That would be a cop. We just don't know. Alter, ist das creepy, Digga. Was zum Fick? Alright. I'll settle. Anything for you, my queen. Anything for you. I'll settle. I'm going slow. My phone is dying anyway. I'm still gonna drive by your house in the middle of the night, though. And I dare you not to have your blinds open to check. I'm crazy. Maybe you'll never know if I did it. I'll do it. The footage of him showing up to Kayla's house was right after one of his phone calls saying he's Schatz, sowas ist, glaube ich, eine der widerlichsten Dinge, die du als Mann tun kannst. Einer Frau so Angst zu machen, Digga. Weil du ganz genau weißt, du bist ihr körperlich überlegen. Das ist einfach nur erbärmliche Scheiße, Digga. Erbärmliche Scheiße, Digga. Und es gibt's leider Gottes oft, jetzt nicht so krank wie da, also gibt's bestimmt auch, aber einfach Männer, die ihren Freundinnen, Ex-Freundinnen, Frauen allgemein irgendwie Angst machen, weil sie irgendwelche Minderwertigkeitskomplexe haben, Digga. Und denken, sie können das jetzt an Schwächeren rauslassen oder so. Das ist sehr, sehr widerlich, Digga. coming over, even though it was clear by this point she wanted nothing to do with him. Eventually, Kayla and her friend Ravon would find out that Thomas wasn't even his real name. His real name is Matthew. He'd been using the fake name Thomas Castle, which was a reference to the Marvel character The Punisher. Thomas was a reference to Thomas Jane, the second actor to play the Punisher, and Castle was a reference to Frank Castle, the Punisher's last name. The fact alone that he had been using a fake name with his friend and supposed love of his life was already a huge red flag, and maybe a sign that he was hiding something in his life. The ring footage was taken at 2 in the morning, and after leaving, he would go on to send some more texts, which would progressively get angrier. 4 days after this footage was taken, Kayla and her friend went to the police and filed for a restraining order. He left her alone about a month Ach, die hat einen Freund sogar, oder was? or so after the restraining order was put into place. Kayla blocked his number and blocked him on social media, and reportedly he basically disappeared from the world, and no one knows where he is now. Was? Der ist verschwunden? WTF. Okay, Video ist zu Ende. Wie fandet ihr das Video? Geiles Video, oder? Cooles Video.